Durch die selbst hergestellte Hefe, Lieve Tomate, Roggensauerteig und ein Mehlkochstück wird dieses Krustenbrot einfach perfekt. Wie einfach das geht, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Schaut euch dieses Ergebnis an. Ein richtig leckeres, perfektes Krustenbrot, außen, wie der Name schon sagt, schön kross, innen sehr saftig. Heute kommt wirklich das Beste zusammen, was man für ein Brot tun kann. Und wir beginnen einmal mit dem Roggensauerteig. Ich habe hier Roggen-Vollkornmehl genommen, 150 Gramm. Dazu gebe ich jetzt mein Roggenanstellgut. Das habe ich vor ein paar Tagen gefüttert, das stand jetzt im Kühlschrank. Ich habe ein bisschen mehr gemacht, weil noch ein paar andere Rezepte anstehen. Und davon brauche ich jetzt 15 Gramm. Das genaue Rezept findest du wie immer unter diesem Video. Und wenn du ein bisschen mehr zu Sauerteigen erfahren möchtest, dann verlinke ich dir selbstverständlich oben rechts das Video hierzu. Das ist schon ein bisschen älter, es tut mir leid, aber die wichtigsten Informationen findest du da. So, und ich versuche jetzt tatsächlich die 15 Gramm hinzubekommen. Das ist immer so eine Gratwanderung. So, 10 hätten wir schon mal zusammen, also geben wir noch ein bisschen dazu. Ich hätte mir auch einen Löffel noch dazu nehmen können, aber ich versuche es so. Okay, 14. Kommen wir noch auf die 15? Na, gleich. Die braucht manchmal ein bisschen die Waage. Okay, 16. Naja gut, dann lassen wir es bei 16 Gramm. Auch das wird geben. Und dann gebe ich jetzt noch ein bisschen Wasser hinzu. Das habe ich jetzt aus der Leitung genommen. Es ist kaltes Wasser. Ihr könnt auch lauwarmes nehmen. Achtet da aber bitte drauf, dass es nicht zu heiß ist. Sonst sterben euch nämlich die Mikroorganismen ab. So, das Ganze vermenge ich jetzt ein bisschen. Das ist super einfach und das Ganze mache ich ungefähr 12 Stunden, bevor ich mit dem Brotbacken anfange. Also einfach, dass ihr das für das Timing wisst. Ich mache jetzt 12 Stunden, bevor ich backe, einmal mein Roggensauerteig, gleich nochmal den Lieve Tomate und auch das Mehlkochstück. 12 Stunden später fange ich dann an, das Brot zu machen. So, das ist ein recht fester Vorteig hier, beziehungsweise nochmal so ein Anstellgut hier für den Sauerteig. Der geht aber gleich nochmal richtig schön auf. Das Ganze decke ich ab, stelle es zur Seite. Dann kümmern wir uns einmal um das Mehlkochstück. Hier habe ich Roggenmehl, das sind 40 Gramm. Auch hier habe ich ein Vollkornmehl verwendet und gebe jetzt so 120 Gramm Wasser hinzu. Das Ganze verrühre ich. Hier habe ich jetzt nochmal kurz mein kleines Gäbelchen genommen und werde das gleich nochmal eben auf dem Herd erhitzen. Das zeige ich euch aber auch natürlich. Ich versuche euch ja wirklich abwechslungsreiche Rezepte zu zeigen und da ich euch vor kurzem den Turbo Madre gezeigt habe, verlinke ich euch oben rechts. Da möchte ich euch natürlich auch ein paar Rezepte an die Hand geben, wie ihr dann die Reste beim Auffrischen dann weiterverwenden könnt. So, hier habe ich Ihnen nämlich ein bisschen von meinem Turbo Madre. Da habe ich jetzt hier 100 Gramm Weizenmehl. Auch hier habe ich ein Vollkornmehl verwendet. Das mache ich immer gerne bei den Anstellguten. Anstellgut? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Hier kommen dann ungefähr 10 Gramm hinzu. Ich kriege das heute noch hin. Moment. Ja, gut. Wieder 2 Gramm mehr, aber dann hier noch 100 Gramm Wasser. Das genaue Rezept habe ich ja schon gesagt, findet ihr unter diesem Video. Und ich bin schon gespannt, wie euch das gefällt, beziehungsweise dann auch später beim Nachbacken schmeckt. Ich versuche ja wirklich abwechslungsreich hier eure Videos zu gestalten, damit ihr wirklich viele tolle neue Rezepte an die Hand bekommt. So, und während ich auch das zur Seite stelle und später nochmal abdenke, kümmere ich mich hier um mein Mehlkochstück. Das heißt, ihr köchelt das Ganze so circa 1 bis 2 Minuten auf dem Herd. Hier könnt ihr schon mal erkennen, es dickt schön ein. Ich hatte noch welches im Gefrierschrank, das hätte ich jetzt auch nehmen können, aber ich wollte euch das ja frisch zeigen. Daher habe ich das jetzt hier noch einmal gemacht. So ein bisschen Zeitraffer, damit ihr nicht warten müsst. Das sieht doch gut aus. Und wenn ihr den Topf, wenn der noch heiß ist, wenn ihr gleich Wasser reinfüllt und ihr habt da vielleicht ein bisschen Belag drauf, dann löst es sich ganz gut. 12 Stunden später habe ich jetzt hier einmal mein Dinkelmehl, 300 Gramm. Da gebe ich mein Hefewasser hinzu und da habe ich mein neues Hefewasser benutzt, mein Knoblauch-Oregano-Hefewasser.
Schmeckt sehr gut. So, dann habe ich hier noch das Salz. Ich habe mal Backmalz hergestellt, ein sogenanntes inaktives Backmalz. Ich verlinke euch mal oben rechts, wie das geht und auch noch ein Video, warum ich das gerne benutze. Dann habe ich hier mein Mehlkochstück. Guck mal, das ist jetzt ganz geschmeidig über Nacht geworden. Das war ja vorher recht fest. Auch das kommt da hinein. Ich fand das Rezept am Anfang ein bisschen abschreckend, weil so viele Sachen vorher da waren. Hier ist mein Lievi Tomatra Anstellgut. Schön Blasen durchzogen, also ist echt klasse geworden. Auch der Teig geht hier hinein. Wie gesagt, ich war ein bisschen abgeschreckt durch diese vielen Vorteige, aber es lohnt sich wirklich, also geschmacklich top. Hier das Roggenanstellgut ist auch richtig schön aufgegangen, ganz fluffig geworden. Und es ist wirklich ein ganz tolles, einfaches Rezept. Eigentlich wollte ich das euch in meinem Gärkorb zeigen, aber ich wollte unbedingt eine runde Form machen. Auch wenn ihr zum Beispiel keinen Gärkorb habt, wenn ihr euch sowas mal zulegen wollt, schaut mal unter diesem Video, da verlinke ich euch natürlich alles, was ich habe. Bei einem Kauf über einen Link hierüber unterstützt ihr mich und diesen Kanal noch mal ein bisschen. Das hilft mir natürlich noch immer bessere Videos für euch zu machen. So, ja, Roggenanstellgut ist immer sehr klebrig. Nichts verschwenden, da geht es rein. So, und ab in den Mixer. Das geht jetzt in meine Küchenmaschine. Da ich Dinkel und Roggenmehl verwende, mixe ich es für maximal 5 bis 8 Minuten. Ihr könntet auch das Dinkelmehl und auch den Lieve Tomatre, den mache ich ja mit Dinkel. Wenn ihr den mit Weizen habt, ihr könnt das auch komplett mit Weizenmehl austauschen. Ihr könnt auch helle statt Vollkornmehle verwenden. Das ist gar kein Problem. So, hier ist der Teig fertig. Ich decke es mit meinem Bienenwachstuch ab und lasse es jetzt für einige Stunden reifen. Dadurch, dass wir nicht nur Hefewasser haben, sondern auch noch einen Roggensauerteig und nochmal den milden Sauerteig, diese italienische Mutterhefe, geht der sehr viel schneller auf, als es sonst der Fall wäre. Also 12 Stunden braucht er auf keinen Fall, eher so 3 bis 6 Stunden. Guckt einmal, schön aufgegangen ist er. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir ihn jetzt schon mal vorbereiten. Ich habe hier Mehl auf die Arbeitsfläche gegeben und rolle ihn mir jetzt gleich mal schön zurecht, aber erst einmal falte ich ihn. Ich klappe ihn so rüber, von der anderen Seite auch. Ein bisschen Mehl ist nicht schlimm, das Roggenmehl frisst das übrig gebliebene Mehl. Dann klappe ich das von den anderen Seiten nochmal und dann drehe ich das. Das heißt, ich habe es jetzt wirklich nur von jeder Seite einmal gefaltet, von allen 4 Seiten, rolle es mir dann zu einer kreisförmigen Form und habe absichtlich viel Mehl unten am Schluss gehabt, denn dadurch, dass viel Mehl da ist, platzt es dann schön natürlich auf und kriegt diese schöne Form. Guckt mal, das sieht jetzt noch nicht so besonders aus. Ich drehe es nochmal andersrum, aber ihr könnt schon erkennen, da haben sich schon ein paar Öffnungen gebildet und die platzen nachher beim Backen ganz fantastisch auf. Ich lasse es jetzt nochmal 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur stehen. Heize den Backofen auf 250 Grad Celsius Ober- und Unterhitze, packe noch eine Schüssel Wasser hinein und so sieht das Ganze nach diesen 30 bis 60 Minuten aus. So, und das geht jetzt auf die mittlere Schiene für ungefähr 15 Minuten und ich besprühe es noch ein bisschen mit Wasser. Danach nehme ich die Schüssel Wasser heraus, gehe auf 220 Grad runter und backe es nochmal so ungefähr 30 bis 45 Minuten. Ich habe jetzt wirklich 45 Minuten genommen. Und schaut euch dieses Ergebnis an. Danke, liebe Mitglieder, dass ihr mich hier unterstützt und diese Videos möglich macht. Wenn du mich auch unterstützen möchtest und wissen willst, welche Vorteile Mitglieder überhaupt bei mir haben, schau mal unter diesem Video, da verlinke ich dir das. Wenn dir dieses Video gefällt, gib mir einen Daumen hoch und am besten teilst du es, denn dieses Brot lohnt sich wirklich für jeden. Das ist richtig köstlich, lecker aromatisch. Solltest du es noch nicht gemacht haben, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und schaut euch dieses Ergebnis an. Außen so richtig schön rustikal kross und innen ganz fluffig und saftig und es hat einen ganz tollen, leckeren Geschmack. Und auf dem Bildschirm siehst du jetzt noch viele neue weitere Videos für dich. Ich bin bald zurück und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.